Als Kind entdeckt man die Welt und entwickelt ein eigenes Zeitverständnis. Man lernt schnell zu unterscheiden, was sich bewegt, was sich entwickelt und vergeht und was ohne Veränderung besteht. Wie zum Beispiel diese Felsen hier und dieser Klettersteig. Der war schon ein Markstein, als ich ihn als Bub kennenlernte. Seine dicken Seile braun vom Rost und der Fels von den vielen Menschen glatt poliert. Auch in der Sektion, dem Freundeskreis meiner Eltern, kannte offensichtlich jeder diesen Steig. Inzwischen muss ich mein Zeitverständnis neu justieren. Dieser uralte Steig, dieser Markstein, der war bei meinem ersten Kennenlernen jünger, als ich heute bin. Zu Hause, in den Fotoalben von meinem Großvater, da kleben Bilder aus dessen Jugend an diesen Felsen. Schon vor dem Ersten Weltkrieg sind die losgezogen, auf die Felstürme gestiegen und haben dort ihre Namen in die Gipfelbücher eingetragen. Auf alten Fotos der Region sind Felsen zu sehen, die heute in Gestrüpp und Wald verschwunden sind. Laut einem alten Zeitungsartikel von 1963 waren mein Großvater und sein Freund Josef Fink die ersten Kletterer auf dem Schauertaler Turm und auf dem Napoleonsfelsen. Das war 1908. Nach dem Ersten Weltkrieg begann man auch an den Felswänden zu klettern und im Schwarzen Brand Klettersteige zu bauen. Auf diesem Foto vor dem Norris-Törl ist auch meine Mutter zu sehen. Die Kletterseile deuten auf eine Begehung des Norrissteigs hin. Solche Aktionen waren Vorbereitung für große Touren im Hochgebirge, auch auf den Großglockner 1942. Meine Mutter war damals 14 Jahre alt. Ein anderes Fotoalbum zeigt meine Eltern auf der Großen Zinne in den Dolomiten und am Student im Pegnitztal, allesamt Unternehmungen der Bergsteigergruppe oder der Jungmannschaft. Das war lange vor meiner Zeit und hat mich früher nicht weiter interessiert. Ich hatte meinen eigenen Freundeskreis, wir gingen selber zum Klettern und ein Höhenglücksteig war für uns Jugendliche keine große Herausforderung mehr. Trotzdem habe ich die gemeinsamen Touren mit meinen Eltern dort in guter Erinnerung. Inzwischen bin ich mit meinen Gedanken bei meinen eigenen Fotos angekommen. Hier vor der Tafel der Steigerbauer ist mein alter Kumpel Jörg. Mit ihm zusammen bin ich mehr geklettert und gepaddelt als mit irgendeinem anderen. Ein Lebensabschnitt voller Abenteuer, als wären wir unsterblich. Eine fantastische Zeit, aber verdammt lang her. Irgendwann 1978, an einem Wochentag, waren Kurt Albert und ich am Riffler im Pegnitztal. Wir kannten uns schon länger. Kurt ist im Mohenbrunn aufgewachsen und war auch manchmal am Schmausenbuck trainieren. Auch waren wir schon zusammen in der Brenta, das war mein erster großer Kletterurlaub. Er ist an diesem Tag die Dachrinne, eine markante Route am Riffler, erstmals Rotpunkt geklettert. Seine Freude war groß. Immerhin reden wir von einem der ersten Achter im Frankenjura.
Und das war lange vor Dampfhammer, Sautanz, Magnet und so weiter, denn diese berühmten Klassiker und unzählige weitere Frankenjura-Klettereien sollten erst Jahre später folgen. Es war ziemlich aufregend und irgendwie ist immer alles gut gegangen, damals. Hier an diesem Steig ist mir klar geworden, dass sich diese Episoden auf über 100 Jahre erstrecken und dass ich alle Akteure persönlich gekannt habe. Die Geschichten haben hier an den Jurafelsen der Hersbrucker Alb ihre gemeinsame Schnittstelle, sowie auch alle genannten Personen vieles gemeinsam hatten, nämlich die Freude an einem selbstbestimmten Handeln und eine hohe Wertschätzung für besondere Momente mit Gleichgesinnten draußen in der Natur.